Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und mir geht's gut. Heute gibt es ein neues Video über unseren Christian Tietz, dem absoluten Herrn des Fußballs und offensiven Spielsystems. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr, das würde mich sehr, sehr freuen. Eure Meinung so wie immer gerne in die Kommentare. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit starten wir rein. Ja, dass Tietz gute Arbeit leistet, ist nicht nur in Magdeburg bekannt, sondern auch die gute Arbeit von Christian Tietz begeistert nicht die Fans des 1. FC Magdeburgs, auch die Fußballexperten von Calcio Berlin, sollte fast jeder kennen im deutschen Fußballraum. Ein sehr, sehr kompetentes Team oder Duo. Loben den FCM-Trainer in den höchsten Tönen und sehen ihn als besten Trainer der Liga. Und das definitiv nicht ohne Grund, er hat genug geschafft, um das hier durchzusetzen. Ja, Calcio Berlin gehört zu den reichweitenstärksten Fußball-Podcasts mit über 250.000 Abonnenten auf YouTube. Nico Heimer, Christoph Kröger und Niklas Levinson sprechen dort fast täglich über aktuelle Themen und Neuigkeiten. Mit Fokus auf der ersten Bundesliga. Ja, und da muss man auch mittlerweile über den FCM reden, denn auch die gehören mittlerweile zu dem Fokus in der ersten Bundesliga, weil auf Platz 4 kann man schon ordentlich sagen, dass man da fett im Aufstiegskampf dabei ist und nicht nur ein Potenzial hat, sondern auch schon so gut wie nah dran ist an den Aufstiegsrängen. Und auch kurz vorm Aufstieg, natürlich als klarer mittlerweile Aufstiegsfavorit durch das Spielsystem. Doch gelegentlich widmen sie sich auch der zweiten Liga. In einem Video nahmen Heimer und Levinson alle amtierenden Zweitligatrainer unter die Lupe und sortierten sie in eine Rangliste mit verschiedenen Kategorien ein. Ganz oben an der Spitze landete FCM-Trainer Christian Tietz. Ja, man kann es eigentlich, glaube ich, kurz erklären. Er kam am Abgrund des FCMs in Liga 3, 20. Platz. Innerhalb von 4 Jahren bringt er sie auf Platz 4 in Liga 2. Da sind seltene Unterschiede dazwischen. Ich habe es auch im letzten Tietz-Video schon gesagt. Mit anderen Trainern wären wir jetzt wahrscheinlich in der Versenkung in Liga 4 oder im Abstiegskampf der dritten Liga. Ja, wir haben es aber geschafft, mit einem meiner Meinung nach absoluten Top-Trainer damals schon das Ruder rumzureißen. Und für mich auch aktuell, auch mit Bundesliga gesehen, einer der Top 5 Trainer in den deutschen Ligen. Ja, beide Experten sind sich definitiv einig, dass Tietz in Magdeburg in den vergangenen Jahren eine herausragende Trainerleistung hingelegt hat. Ich finde es super beeindruckend, dass Christian Tietz ein Gegenpol zu den Entwicklungen im deutschen Fußball in den letzten Jahren ist und sich nicht beirren lässt, führt Levinson an. Ja, gemeint unter anderem die Einbindung des Torhüters im Spielaufbau beim FCM, das laut den Experten ein taktisches Mittel sei, das nicht nur auf nationaler, sondern sogar auf internationaler Ebene für Aufmerksamkeit sorgt. Allein vor ein paar Monaten kamen Gerüchte über Interesse aus der englischen Premier League am FCM-Trainer auf. Ja, das haben wir aktuell. Und genau was damit auch gemeint ist mit diesem offensiven System, erklärt sich ganz einfach auch als Gegenpol. Denn aktuell setzen viele Vereine auf das klassische Rausboxen, also klassisch defensiv stehen, auf Konter spielen. Genau das machen wir ja nicht, sondern genau andersrum. Konter gehören zum Fußball dazu und sind so die effektivste Art wahrscheinlich zu treffen, wenn man sie gut ausspielt. Hat Union Berlin unter anderem gezeigt in ihrer unglaublichen Saison, nachdem sie in die Champions League gekommen sind und auch kurzzeitig auf Platz 1 standen. Das war eine unglaublich gute Saison, gut geplant. Unter anderem dann danach kamen Topspieler, die dann aber nicht gute Leistung gezeigt haben, weil genau das System dann halt irgendwann auch versagt, wenn du Pech hast. Und das war ihr Problem auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt. Aber genau das kann beim FCM-System im Normalfall nicht passieren. Ein typischer Einbruch wie letzte Saison ist eigentlich gar nicht normal bei so einem System. Das hat wirklich mit sehr, sehr viel Pech zu tun. Denn eigentlich ist das ein sehr, sehr stabiles System, wenn du es kannst. Und das zeigt der FCM aktuell.
Der Einsatz des Torwarts im Spielaufbau, da war Magdeburg schon revolutionär, meint Levinson. Da Tietz schon in seiner Zeit beim Hamburger SV vom März bis Oktober 2018 mit Julian Pollersbeck ähnlich spielen ließ, ist er für Helmer ein absoluter Vorausdenker. Jemand, der bereit ist, Dinge zu probieren, die in der jeweiligen Liga oder mit den vorhandenen Spielern schwierig umzusetzen seien. Und ja, vor allem das hatten wir letzte Saison als Problem. Da sah es dann ein bisschen blöd aus, wenn du dann halt individuelle Fehler hast für jedes Spiel und dadurch dann auch Spiele verlierst. Das ist der Fußball. Und das ist auch das große Problem gewesen bei dem System. Du hast Spiele verloren, weil du das System gespielt hast. Und deswegen gab es auch viel Kritik an dem System, was man natürlich unter anderem auch gut verstehen konnte. Ich persönlich war jemand, der immer gesagt hat, dass das System perfekt ist und nur noch ein bisschen dran geschliffen werden muss. Haben viele anders gesehen, muss man sagen. Auch verständlicherweise, weil man Angst hatte, noch abzusteigen. Jetzt zeigt sich aber, dass mit dem richtigen Spielermaterial es richtig gut funktioniert. Und wir haben nur ein paar Feinschliffe gebraucht. Und es klappt. Trotz einiger Schwierigkeiten auf dem Weg nach oben, wie den 3 Niederlagen zu Beginn seiner Amtszeit, hat sich Tietz nicht von seinem Weg abbringen lassen. Genau das ist es. Nie hat er sich abbringen lassen und das macht ihn auch so unglaublich stark. Inzwischen ist die Mannschaft auch in der zweiten Liga absolut etabliert, findet Hellmeier. Und nicht nur das wahrscheinlich. Die sind mittlerweile in einer Position, wo sie mitspielen um die ersten 3 Plätze. Und das ist enorm viel wert, hob Levinson hervor. Und ja, das ist es nämlich. Der FCM ist nicht irgendein Verein, der gegen den Abstieg kämpft, sondern um den Aufstieg. Von 0 auf 100, kann man sagen. Das ist echt eine krasse Entwicklung. Aufgrund des attraktiven Fußballs würden die Experten die Magdeburger gerne auch eine Etage höher sehen. Es wäre ein charmanter Besuch in der Bundesliga. Und ja, genau das denken sich wahrscheinlich mittlerweile auch viele FCM-Fans. Es wäre mal charmant, die erste Bundesliga zu sehen. Aber man wird direkt wieder runtergehen, sagen viele. Ich glaube, mit dem System ist es was ganz anderes. Nicht nur ein Besuch, sondern vielleicht ein längerer Aufenthalt. Ähnlich wie bei Union Berlin, bloß dass man offensiver spielt. Und das hat Zukunft. Ja, wie es dann aber wirklich sein wird oder ob wir aufsteigen, werden wir dann sehen. Ich wünsche mir einfach nur noch schöne Erlebnisse. Ob wir dann aufsteigen oder pengen, wir werden es sehen. Natürlich hofft man darauf. Schreibt eure Meinung so wie immer in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr supporten. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit ciao Leute.